Ja Leute, neue Folge Steelers Podcast und ihr solltet mal reinschauen, denn ich hatte Julius Welschow am Start, immer noch bei den Steelers im Practice Squad unterwegs, hat uns geile Sachen erzählt, wie er sich von Woche zu Woche verbessert im Training, der Get-Off, wie schnell kommt er los von der Line of Scrimmage, da wird er immer besser, hat uns erklärt, wie er das macht und er hat sich einen Hund geholt. Oh, ich liebe Hunde und ihr werdet die Geschichte lieben. Ihr seht ein Foto vom Hund und Julius war wieder sweet wie immer. Also deshalb reinschauen und viel Spaß jetzt beim Steelers Podcast mit Julius Welschow. Schön, dass ihr mit dabei seid. Steelers Podcast, Männer aus Stahl. Ein gern gesehener Gast. Ich bin in Pittsburgh und freue mich, dass wir den OG aus deutscher Sicht in Pittsburgh auch treffen. Ja. Julius Welschow, schön, dass du da bist. Danke, dass du hierher gekommen bist. Und genau, schön, dass ich hier sein darf. Ja. Du kommst gerade frisch vom Training. Ich mache euch ein bisschen neidisch da draußen. Ich konnte mir das Ganze angucken, wie die Steelers trainieren. Wir sind in der Woche vor einem Division-Match. Ich habe dich häufig auf dem Feld gesehen, Special Teams, Blocken etc. Wie ist es für dich gerade? Alles bestens. Ja? Körper fühlt sich gut an. Wetter wird zwar ein bisschen kälter, aber bis jetzt alles gut, ja. Ja, cool. Ja. Wir fragen uns natürlich, beziehungsweise ich habe auch schon ein paar andere Spieler gefragt, hey, wie macht sich Julius? Die Leute da draußen fragen immer, wie klappt das auf dem Feld? Sag du einfach mal, was so in den letzten 3, 4, 5 Wochen passiert ist, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Hast du was Neues gelernt, irgendeine neue Erfahrung gesammelt, die cool war? Ja, bis jetzt jeden Tag natürlich immer irgendwie versuchen, ein bisschen was verbessern. Der Get-Off war bei mir so ein Ziel dieses Jahr, was bis jetzt ganz gut geklappt hat. Und jetzt gerade arbeite ich an meinem Pass-Rush ein bisschen, vielleicht ein paar andere Moves mal ausprobieren. Ja. Wie trainiert, also Get-Off heißt, sag ich mal, das Losrennen, genau. Wie schnell man aus dem Block kommt. Genau, bei uns ist wichtig die ersten 5 Yards. Ja. Wir machen am Anfang des Trainings immer so ein Rennen, alle Outside-Linebacker gegeneinander. Und der Coach hat so einen Ball und man muss dann, irgendwann wird der Ball bewegt und dann weißt du, jetzt geht's los. Ja. Ah ja, okay. Ja, und da versuche ich gerade so ein bisschen das so zu antizipieren, wann der Ball gesnappt wird sozusagen und dann so die Spannung im Körper aufzubauen. Das ist so eine Muscle Memory, die ja mit viel Wiederholung immer besser werden kann. Und du kannst sehen, oder beziehungsweise der Tape zeigt das auch, dass du einfach ein bisschen schneller geworden bist. Genau, ja. Geil, okay. Ja. Aber das ist ja cool. Ja. Und hast du dafür irgendwie nochmal speziell auch so im Gewichteraum trainiert oder irgendwie hüpfen? I don't know. Nee, es war einfach, ich glaube auch jetzt mein Knie, sag ich mal, durch die Verletzung, das vertraue ich wieder mehr und fühlt sich auch besser an und ja, da versucht man dann, sag ich mal, jeden Muskel zu aktivieren. Ja. Richtig spannend, okay, geil. Ich habe mit Nick Herbig gesprochen. Hat er mir gesagt. Hat er erzählt? Ja. Okay, ja. Siehst du? Hat er auch erzählt, was er gesagt hat? Nee, er hat nur gesagt, der Deutsche mit den langen Haaren war da. Ja. Das bin ich. Der war wirklich voll des Lobes und hat 2 spannende Sachen gesagt. Die erste Sache ist was Persönliches und da würde ich dich nachfragen, weil er meinte, hey, also ich habe ihn gefragt, hey, Julius ist jetzt fast 2 Jahre dabei, wie nimmst du ihn denn wahr? Und dann hat er gesagt, Julius ist ein anderer Mensch geworden und auf eine positive Art und Weise. Er hat positiv zum Ausdruck gebracht, er hat sich verändert und ist erwachsener geworden, habe ich da für mich rausgelesen. Wie würdest du das selber beschreiben? Bei mir muss das Eis erstmal brechen. Das kann meistens so vielleicht ein Jahr dauern. Und das würde ich sagen, ist bei mir auch so jetzt im 2. Jahr dann gekommen, wo ich die Leute besser kenne, was das für Leute sind. Ich komme eigentlich selten irgendwo hin und bin dann so gleich derjenige, den jeder im Raum wahrnimmt. Und ich fühle mich auch einfach wohler mit allen zusammen. Und da kommt dann meine, sag ich mal, wirkliche Persönlichkeit dann durch. Ja. Das ist cool. Würde ich euch da draußen sagen, ja, nimm mich auch so wahr. Jetzt jedes Mal, wenn wir uns wieder miteinander sprechen, merke ich schon einfach, dass du dann offen bist. Ja. So. Und das ist ja tatsächlich einfach auch eine schöne Eigenschaft für ein Team. So, und sportlich hat er auch gesagt, sportlich wird er immer besser. Jetzt haben wir schon den Get-Off gehört. Was würdest du sonst noch sagen? Neue Pass-Rush-Moves, was gibt es denn da, was du dir aneignest? Genau, da lerne ich gerade sozusagen von ihm und TJ, die machen heute zum Beispiel vor dem Training, sind die schon immer 10, 15 Minuten vorher auf dem Feld und machen so zusammen Pass-Rush und da versuche ich dann einfach auch visuell viel wahrzunehmen, sag ich mal, in welchem Winkel die zu einem O-Lineman zu sprinten, ob sie eher upfield gehen oder eher auf ihn zu und wie die Hände, sag ich mal, benutzen und wann sie die Hüften drehen und solche Sachen, ja.
Krass, okay. Das nimmst du also quasi vor allen Dingen dann auch, wenn du mit denen selber auf dem Platz stehst. Genau. Wie sehr kann man sich sowas auch im Video aneignen? Doch, Video ist auch gut, aber ich mag es gern, dann mache ich es selber auch und dann kriegt man sozusagen gleich das Coaching direkt zurück, was man vielleicht noch besser machen kann oder ändern sollte. Okay, das ist ziemlich cool, dass die dir da so unter die Arme greifen. Dann würde ich tatsächlich noch gerne wissen, die letzten 2-3 Wochen waren die Ergebnisse nicht so gut, aber eure Unit, die Defensive, kommt immer besser zusammen. Wie erklärst du das, dass das besser funktioniert, auf eurer Seite zumindest? Also bei uns, unsere D-Line jetzt, sage ich mal speziell, so wenn man bei den Spielen sieht, die wir verloren haben, war es oft so, dass das Run-Game eher nicht so gut war. Und das ist von uns, sag ich mal, der Hauptfokus, das Run-Game zu stoppen, weil dadurch kommt dann auch der Pass-Rush, sag ich mal, zustande. Deswegen ist bei uns jetzt persönlich der Hauptfokus, Run-Game zu stoppen. Ja. Okay, krass. Und das läuft also ein bisschen besser jetzt die letzten Wochen. Ja, wir probieren, ja. Was sagst du? Die Ravens kommen besser ins Rollen. Wie weit geht's dieses Jahr? Genau, auf jeden Fall jetzt November, Dezember sind die entscheidenden Monate für alle Teams. Sag ich mal, wenn man da jetzt Spiele gewinnt, dann schaut es meistens immer gut aus für die Playoffs. In unserer Division gerade, sag ich mal, würde ich sagen, strugglen oder haben anfangs viele Teams gestruggelt, was für uns bis jetzt in die Karten gespielt hat. Und ja, also Playoffs auf jeden Fall und dann natürlich Super Bowl, Super Bowl ist immer das Ziel. Ja. Genau, aber ich würde sagen, jetzt die nächsten Wochen werden dann entscheidend für uns, wie weit wir dann auch am Ende kommen. Ja, okay, ja. Das klingt doch zuversichtlich. Damit die Zuversicht. Also ich glaube, man kann sehen, sag ich mal, wenn es läuft, dann läuft's. Jetzt muss man halt nur schauen, dass alles läuft, alles zusammen an einem Spiel. Genau, und dann 3 Units sind Special Teams, Defense, Offense zusammenzubringen. Ja. Als wir das letzte Mal wieder so quasi über Leitung miteinander gesprochen haben, hast du nur gesagt, Aaron Rodgers will noch ein bisschen an seinem Deutsch lernen. Ihr habt schon Momente, wo ihr mal schnacken konntet. Ja, bis jetzt noch nicht so viel. Ich denke, die Saison ist immer noch Priorität Nummer 1, aber ich hoffe, dass er dann natürlich, dass ich ihm dann noch ein bisschen weiterhelfen kann, wenn es ums Deutsche geht. Das ist cool, das nehme ich mir dann vor. Wenn es Super Bowl ist, da können ja alle Pressevertreter auch, sag mal, 3-4 Tage, hat man da jeden Tag Pressekonferenzen. Da werde ich ihn vielleicht versuchen, wenn wir da sind, ein bisschen zu penetrieren und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ja, und privat, wie ist Leben? Gut, wir haben jetzt letzte Woche uns einen Hund geholt. Oh! Einen neuen Zuwachs sozusagen. Oh, wie cool. Was für ein? Deutscher Schäferhund. War so ein Rescue, schon 6 Jahre alt. Also einen Welpen wollten wir jetzt nicht direkt. Der ist schon, sagen wir mal, noch ein bisschen mehr zeitaufwendig. Aber ich wollte schon immer einen Hund haben als Kind. Die Schwester hat ihre Katze bekommen. Ich konnte den Hund leider nicht bekommen. Und jetzt habe ich mir sozusagen den Traum selbst erfüllt mit einem Hund. Ja. Okay, geil. Deutscher Schäferhund. Wer hat den Namen ausgesucht? Du oder Amanda? Amanda, ja. Okay, was hat sie gewählt? Willa ist der Name. Die hat leider ein Auge verloren im Tierheim, das war entzündet. Und es gibt Willy the One-Eyed Pirate, ist so ein Film. Und da sie nur ein Auge hat, anstatt Willy, Willa. So, ja. Oh, okay. Und aus dem Tierheim. Das ist tatsächlich so ein cool. Rescue, ja. Habt ihr hier in Pittsburgh? Genau, war 4 Stunden weg, eher in Philadelphia in der Nähe. Und habt ihr im Internet gesehen, oder? Ja, genau. Da gibt es so ein Portal, wo Hunde sind. Wir wollten ursprünglich einen anderen, der war dann schon weg, aber dann sind wir trotzdem hin. Und genau, die kamen dann gleich auf uns zu. Das war so, vom Energy-Level war direkt gleich, hat's gefunkt. Ja, das ist ja geil. Das ist ja geil. Ja, cool. Dann fürchte ich, das Geschenk, was ich für dich habe, wird vielleicht, weil vielleicht ja noch ein paar Tendencies drin sind, nicht so lange so schön strahlend weiß bleiben. Schauen wir mal. Wenn Willa vielleicht mal ran möchte an den Mann. Danke. Aber das habe ich dir mitgebracht. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das wurde jetzt gerade vorgestellt. Nee, ich habe mir schon immer vorgenommen, ein Deutschland-Trikot zu kaufen. Ich habe nie eins gehabt, aber jetzt hast du mir einen weiteren Traum erfüllt. Ja? Geil. Ja, danke. Und damit, falls wir qualifizieren uns natürlich für die Weltmeisterschaft in den USA, dann wird Deutschland in den Spielen, das ist cool. Jersey, danke. Bisschen 94 so nachempfunden, als die WM hier auch schon mal in den USA. Schaut cool aus, ja. Cool. Danke dir. Jetzt 3XL. Passt das? Passt, ja. Danke. Freut mich. Dann Vielen Dank. ist das deins. Dankeschön. Und dann sage ich vielen Dank für die Zeit. Gerne. Danke fürs Kommen. Strahl uns weiter so an. Ich hoffe, ihr habt wieder den Eindruck gewonnen, den ich immer gewinne, nämlich, dass Julius gut drauf ist und dass es für ihn läuft und er eine tolle Persönlichkeit ist. Deshalb folgt ihm, folgt uns. Schöne Grüße und tschüss. Danke.